het gouden versprechen dat wie weet dat God is van onze zijde, amen. Gisteren reed ik met mijn cousin, zij woont in Winkler, Manitoba. En zij zegt, zij gaat 2 maal de week voor radiation en wenn ze heeft cancer. En ik zei tegen, ik schrijf haar terug, ik zei, God is aan die zijde. Ik weet niet, du was gezond worden niet, maar hij staat aan voor die en hij blijft allemaal aan die zijde. En dat is een gouden versprechen. Hey, wie wordt de offering doen nu het nächste? En zo, wanneer je rijdt, ga je geld, kan je dat geven. Wanneer je niet rijdt, dan Everfluss. En we zijn in een season van geven. We zijn alle in een season nu, wo we dingen uitgeven, geschenken uitgeven. Wie voor de werktijd met onze kinderen toch een beetje dingen aangeven. En aan hem stuur moeten we ons allemaal bereden. Oké, so je bent, je wordt nu van deze aisle, Jans, wat kan je door zijn? Je kan niet hier komen, wenn hier wil ik, mama, je wil hier wat aangeven. Nächste Mal moet ik met den Jungen top gaan. Nächste Mal ga ik met de girl top. We hebben alle een beetje een secrets. Kan het niet zijn, we hebben nu gewoon dingen uitgeven, dat je schreien dingen uitgeven, because we willen geven. En we geven, because we zijn onze familie goud. We geven uit live, we geven uit een Everfluss. Takers, dat is wat de neem, dat is wat de jitzig zijn, dat de begierig zijn, die geven bloos staan, want het kan zijn dat er wat something zijn, wo ze afrekenen dat ze ook wat kunnen terugnemen. En we zijn hier van jou, we geven niet bloos zijn hoe we wat kunnen teruggeven, we geven het uit live en van Everfluss, amen. De kinderen aan jane zijde geven van jou, en de haar geeft, ze haar geld geeft dat ze kunnen geschenk uitgeven. En van jou wordt het door het luid gewoon dan een kleine dozen aanpakken van kinderheim. Jeder kind in het kinderheim wordt een geschenk krijgen van de kinderen die in levenswas en die dan ook van jou alle aanpakken. En ik zei den redner wat er over reden, ik zei het zei dat we geven uit live, uit respect en uit live. Dat is niet dat het ons tijd verdriet veel, maar we geven uit live. Jezus geeft uit live, amen. So ik spreek die maar van jou, want je geeft. Die hast recht gemerkt zum Geben, gebe ich live. Dankeschön, Jesus, dass wir dein Wort haben, dein Versprechen haben, dass du an unsere Seite lässt. Dankeschön, dass wir geben können von dir, wir geben von dir ein paar Tage live. Und wie die Geld sind, und wie weit du bist, ans erst Geld gewesen. Dankeschön, Jesus. Du hast den Boden, alla oss i tiden. Dein Versprechen, ting av vår nation. Du hast einen Ord för unser Adon. Guide oss. Du hast ein Licht, das dunkel Leben värdig. Man kan ikke krig, når ejvig reger. Du hast en frihet, kitten døjens fungen. Guide oss. Højt om den borta, højt etter og mer. Højt støtten og kvinnes ingen.
beten die an. Wir sagen, du bist keiner als du bist. Du bist unsere Hoffnung. Du bist unsere Rettung. Und Jesus, diese Weihnachtszeit, denk wir an, wo du geboren warst. Hier auf der Erde, zum uns kommen raten. Wir sind die Wunder, wo es jäuft. Und du, der Gott wird, kein drauf. Und wart Mensch für uns. Herr Jesus, ich bete diese Zeit, wo wir nächste paar Weg, wo wir in der Weihnachtszeit sind, oder wo wir eine Zeit sind, voll Friede. Voll Friede. Und ob du uns wirst erinnern an, was die wirkliche Ursache ist. Was du denkst für uns und wer du bist für uns. Und ich bete, dass jeder ein von uns wird wachsen in unserer Erkenntnis von dir, diese Zeit. Ich bete, dass wir wachsen in unser Leib für dich. Und ich bete, dass wir wachsen in unserer Anbetung für dich. Ich danke dir, dass die Namen hier ist, als irgendein anderer Name. Und dass wir keine Gelegenheit haben, so steht zum Tag kommen, als deine Familie. Zum unsere Stimme heben, zum die loben und preisen, zum die anbeten, zum die danken. Zum die uns kenne ich und erkennen in uns Leben. Und ich bete, dass diese Zeit, wo wir taub haben, wo unsere Horten wieder und wieder in die drehen. Und dass wir immer da reut gemerkt worden, zum Rückgehen in den Unterschied merken für die Jesus. Wenn du bist der uns heilt, du bist der Hoffnung bringt. Du bist uns Lehrer, Jesus.
vrije zondag dan had je hier wat jas. En hij kwam naar mij en hij zei dat, man, je gaat hier bij een fijne gebied. Ik zei hem dankzij, maar ik zei dat gebied is ons really niet wat ons streven dat. Dat is niet wat ons merkt hier terugkomen zijn, wat we van gebied hebben. Maar we zijn hier terug om God levend Menschen dienen. En dat God wat in onze levens schaffen. Hij wordt een onderscheid merken in onze levens en wie den leven waar wiedergeven. Waar ze zijn dus een river wat de woede leven je woede raant. En dat hij wat leven wieder draaien. En wat leven zijn. En zo ik leg hier wat God deed in jullie levens. En wat God jullie gebeden erhielt. En wat hij deed. Ik heb verschillende geschichten hier de laatste paar weken van wat er aangaat, even in de small groups, waar je komt in een kleine groep. En je tot beden en dingen passiert. En ik leg de geschichte hier. Hier is een geschichte van de gebedserhering. Armando Dick, weet niet hoe hij is, een van de jugendjongens hier. Hij voer naar Nelson en grijpt een paar weken terug. En voer met Nelson tot boy klauteren. En dan had ze boy geklauterd en komen terug en hij voert een huis waar zijn geldtas is weg. Hij verloren zijn geldtas. En hij ziekt thuis en de ouderen ziek en hij ving de geldtas weg. En zij vangen aan te beden, zei God, ja, van een beetje waker, wie ons hoe hij is, merken daar op, zei ons hoe de geldtas is, hop ons de ving. Zij beden door Eva. Een paar weken later, dan Nelson en Greta, die wonen hier im corridor. En Greta, die kijkt uit en loopt naar een garbage truck. Wenn sie wel wat met een garbage truck, den zei, een garbage router, ik weet niet graag wat. En dan had ze den gemist. En dan raan ze best uit en raan in garbage truck ging rond bij de Nubash, wenn ze al terugkomen met garbage hoog. En als ze bij de Nubash is, dan haalt de garbage truck door stel. En de man die kruipt eraf en pikt wat van hier op, ze zet dat al in zijn bateau is. Dan vraag je aan hem, weet u wem dat is? En nemen ze de credentiaal eruit en als dat Armando zijn geldtas slechter bij de Nubash omweg. En kijken ze naar de geldtas, de hond heeft die de hand gedragen als een beetje vergenoegd. En zo Armando kreeg zijn geldtas terug. So dan würden wir sagen, dat heeft een beetje gelegt. De steentjes hebben ze krijgt, gelijk opgeleend en dan is het passiert. Eerder, we kunnen zeggen, God schafft in onze levens en hij beantwoordt onze gebeden. Amen? Amen. Thank you, Jesus. Dat is waar we hier aan zijn, waar we kunnen zijn dat God schafft en dat hij een onderscheid merkt in die leven en dat du ook een onderscheid merkt. Dankzij Jezus dat du met ons bent. En dankzij dat die onze gebeden erheerst. We kunnen naar die komen met kleine dingen, grote dingen, wat ons manchmal sehr schwer zijn. En du kannst sterk, du beantwortet zijn op interessante wijze. Dankzij dafür. Help ons bis dat we in dit wassen kunnen, in ons geloven. En dat we kunnen wassen ons gebedsleven. En onze aanbeding over deze Weihnachtstijd. En dat we kunnen in dat wassen werkelijk een onderscheid merken, die te leven en andere mensen te dienen. Dankzij dat u ons Gott bist. We beten dit in Jezus zijn naam. Amen. Amen. Je kan u een doel zetten. Mijn vrienden, dat je een levenswasser van deel bent. Welkom en jeder einer hier, wat je hier niet bent, of ja bent. Ik heet je een besonders welkom, mijn vrienden, dat je hier bent. We willen wat announcements zijn, wat dingen, wat de opkomende nächste weken, een paar weken. En dan willen we meestal de boodschap hebben. Hier is een announcement, dat is voor jullie youth. Nächste, wil ik u met vertellen van een nieuw ding wat we hebben aangevangen hier in de kerk. Ja, dan waarschijnlijk wat niet aanvangen. So wat we hebben aangevangen is een levenswasser Kuma, dat jij den Logo zijn. So we hebben een Kuma. Een Kuma moet zijn, omdat we kunnen dingen geld houden en groceries hebben en zo wat. So wat deze Kuma is we alle hebben een gelegenheid om groceries, om dingen en deze Kuma aangeven. En dan om zondag, na de service, dan wat ik kom opzetten, of we hem dat veld, we hier essen en zeggen, mij veld, wat allemaal dat is, wat er nu komen is, en dan gaan we die dingen eruit geven. In de bulletin
Wenn ihr die kriegt, either in een phone oder wenn ihr eine Copy habt, das ist eine lange Liste auf Deutsch und auf Spanisch von Dingen, was ihr bringen kann, nach diese Koma. So, wenn ihr bei der Stur seid, bei Al Super oder wo immer Sams, dann kauft ihr vielleicht ein paar Park extra und bringt das hier nach der Kirche, nach der Koma. Die Diakon früher, das war das Evangelien, das dran, nu wenigstens zum Anfang. Und so, da war wir hier eine Koma, die Koma wird bei der Office sein, was ich habe, der Office, wie hier am Hof, die Cabin, was da das wichtigste auf ist. Und so, da wird die Koma sein. Und so, wenn hier somebody erst den Sonntag und sagt, mir fehlt something, jeder Sonntag actually, like, wird das up sein. Und dann kann ich was mitnehmen von der Koma. So, das fängt nächsten Sonntag an. Nächsten Sonntag kann ich anfangen, Dinge zu bringen für Lebenswasser Koma. Und so, wenn er auf einmal was in Dinge top kommen, wie nicht genug war hier Brücken, was hier in der Kirche ist, dann sei die Diakon, weil sie dort noch Kinderheims geben, hier in der lokalen Area. Hier sind mehr Kinderheimstädte, wo sie keine Groceries haben. So, wenn die zu der Koma geben, da wird von guter Cause gehen, von der guten Dinge wird hingehen, either hier für die Kirche oder noch ein Kinderheim. So, das ist ein interessanter Ding, so, weil wir das in der Städten, jeder einer von ihnen kann das in der Städten mit Dingen nach der Koma bringen. Morgen, dann hat Schein Wieners Abend. Und so, das sind kleine Anladungskarte, hängen bei den Information Desk, kann ich die abpicken, Ladies, und bringt die, ja, für eine Freundin, bringt was Freund mit, da wird eine scheine Musik sein, was Unkas sein, eine Wieners Botschaft, bis eine gute Zeit für Ladies, das ist morgen so oben. Wir haben was Geld hat gegeben, hier ist das so den Danksagungstag. En als ze niet kijken wat er aanvangt, dan kookt hem ook. En zo we hadden antwoord voorgegeven dat ze kunnen been vorven. En zo je zet een pot van de nieuwe kijken wat hier is aangevangen, kookt hem ook. Niet wie, maar we in de steden en de kijken wat er aangevangen is. En kookt hem ook. Some van jullie waren Miguel en Miriam Agirikan. Ze zijn lang potje was hier van de kijken. Ze zijn in jaren kijken helpen door met. En we in de steden en ook met deze dingen wat ze daar doen. We hebben nieuwe stickers, Lebenswasser-stickers, die zijn steeds zo groot. Tem aan je voet en je windshield aanbakken, aan de hingerste venster, wo immer je wil. En die zijn voor free, die kan je te hingen komen, oppikken, bak die aan je voet aan, wanneer je zei dat je beroep zijn, ten pot zijn van Lebenswasser. Ik geloof, je zijn alle. So, dat zijn stickers, pick die op, die kan je voor free hebben. De ladies wat hier bij de infodesk schaffen, die zei dat een grote doos vol jackets en show. En Bibel en ik weet niet wat alles. Dat namen we de lost and found dingen wat hier best zijn gebleven, wat je hier hebt vergeten. So we geven je een tijd van jou, goed pick dat op. Dat zijn schmakke jackets, goed pick dat op wanneer dat junt is. En wanneer je dat niet van jou komen oppikken, dan willen we dat naar een kinderheim geven, somebody dat geven, wat er kan de dingen gebruiken. Dat zijn goede dingen door, go pick it up wanneer dat junt is. This next paar zinnen wat Pastor John reden aan Komt, Aunbäden. En is de logo daar aan? Ja, dat is daar aan. So, dat is een interessante logo, Komt Aunbäden. Dat is niet bloß een gewöhnlicher ding om een Weihnachtsbaum aanhangen. Wanneer je dan kijkt, dan zijn die notes daarbij. Dat meint zingen en aanbeden. En zo hij wordt ons even de nächste some zin die van dat reden komt Aunbäden. So, Pastor John komt op en je even je goed met raam en bereist de vriend hier aan. Guten Tag. Ich sehe nicht, dass mein sehen. Ich will nicht merken, dass noch einmal sein. So. Ich freue mich, weil wir hier in Dynamit sind. Ich sehe hier in Almere sind ja nicht boven. Je was, das fühlt sich mir immer fragen, wenn ich hier nicht boven sehe. Irgendwie glaube ich, dass ich ein das hier wird. Aber no, ich nicht gleich, aber mir das scheint. Ich glaube immer, dass Gott hat mich berufen für das. Und ich sage einmal von Prediger sein, die Predigen einer der scheinste. Und ich habe einmal verspust gesagt, dass das wird scheinbar ein Prediger sein, wenn er nicht mit Menschen schaffen. Aber das ist gleich ganz das Lot.
Das soll gesagt werden, wie wir in ihr Thema anfangen sozusagen, in eine neue Series, den nennen wir Komt, Aunbäden. In dieser Weihnachtszeit, wenn wir drauf sind und wir fahren nach der Stuhl, sag ich vorher vielleicht einen Korridor und dann sagt bei jeder Stuhl das Fall von Fortja. Und so ich denke so, der Stuhl liegt, der ist gut, diese Zeit im Jahr. Der verzeihten gut. Und aber das ist eine Zeit, wo wir schreiben, wir geben, wir nehmen. Und durch diese Zeit, weil wir nicht vergessen, Gott anzubeten. Das ist really, wo wir in das ist. Wir wollen Gott anbeten, wir wollen Aunbäden und so wir wollen lernen, was sagt die Bibel von Gott anbeten und so weiter. Das kommt in Vers, ein paar Vers in Matthäus 2, Vers 1 und 2 sagt, dass Jesus in König Herodes seine Zeit in Bethlehem in Judäa geboren wir, seit dann kamen die Stirnforscher in den Osten nach Jerusalem und frühen. Wo ist der niegeborene König von den Juden? Wir haben im Osten seinen Stirn gesehen und sind gekommen, anzubeten. Na, ich dachte, diese Werk, als ich an diese Botschaft schaffte, so von diesem Mann, wo wird der reisen, zum Jesus anbeten? Wo wird sie jeweilig nur die Kirche fahren? Wir denken so, okay, wir haben some Lied, die kommen vielleicht von 100 Kilometer auf. Und wir denken so, wow, das ist bloß weit auf, zum nur die Kirche kommen. Aber ich checkte mit nur, diese Männer, und ich kann mir das nicht neu sein, dass das liegt immer wie ein Raum, aber die kommen von 800 bis 1000 Meilen auf, ungefähr. Bleiben sie, wir wissen euch ganz nah, von wo die kommen. Aber wir bleiben, die kommen von der Gegend, wo Israel angenommen wird, in die Gefangenschaft, in Babylonien, Gefangenschaft. Und so, dort wir, wo von der Irak ist. Und weißt du, zu der Zeit, sie reisen mit Tieren, mit either Kamel, oder ein Pferd oder sowas. Aber dass wir don't, als das Kamel oder ein Pferd wären, die brauchten beide Wutter und Frieden. Und so, sie mussten sie deuten zu der Zeit nicht gleich überreisen, wenn das eine große Wüste zwischen. So ein Dreh, hauptsächlich Sand und so weiter. Und so, sie reisen erstmal weit Norden, und dann nur das Land, wo Jesus geboren wird, und sie mussten durchreisen, wo Wutter wir und wo Fauder wir. Und so, die sind Monaten hängen was, vielleicht ein Jahr, vielleicht ein paar Jahre, wir wissen nicht. Die Bibel redet davon, dass die Kinder werden von 2 Jahren Jünger dort gemerkt und so, dort handelt es sich um, von wann die Stirn wie gekommen. Und so sind bleiben diese Menschen, die wären ein paar Jahre lauter bei Bethlehem, als was Jesus geboren wird. Ich weiß nicht korrekt, aber die können Jesus anbeten. Und die fuhren sehr weit. Und die hatten große Anstrengung, um den Messias, um das König anbeten, was wir geboren. Die Bibel ist voll von Anbeten. Wir können von Amtsschlag bei Amtsschlag sein in der Bibel und es ist voll von Anbeten. Keinen Abel fängt an und sie bieten einen Altar, wir wissen nicht wieso, aber ich glaube, Gott lehrt anbeten. Gott lehrt Adam einfach anbeten und sie lehren ihre junge Stadt und nicht heim die anbeten. Wenn wir bei der Offenbarung kommen, dann finden wir dort im Himmel in der Thronstuhl Gottes durch großes Loben und Preisen, durch Anbeten für den himmlischen Führer, für das Lamm auf dem Thron und so weiter. Und so die Bibel ist voll von Anbeten. Das sind 3 Dinge, was mit Gott in Anbeten tut. Ein Ding, dass Gott die Anbetung gebeten. Gott, die Menschen, sagen wir auf Englisch, hat Gott verlangt dort. Das ist einfach ein Gebot von Gott, dass wir wollen am anbeten. Und da ist die ganze Bibel immer weiter. Menschen beten am an. Und weißt du, Gott hat uns so gemerkt, mit Anbetung in uns Hort. Die können meist durch anreisen in der Welt, wo sie wollen, und Menschen wollen was anbeten. Einmal eine Kuh, oder eine Schlange, oder ein Baum, oder ein Stein, oder ein Salz gehaktes Ding, aber Menschen beten was an. Bitte, wie ihr Lieder hier in der westlichen Welt, wie sagen ihr, dass Jeffrey habt kein Gott, so wir beten nicht an. Aber dann danach, wenn ihr ein Klippet was hochkommt, dann sagen wir, oh mein Gott, wo wird das nicht passieren und so wieder. Und so, Menschen beten an, das ist uns angeboren. Gott verlangt deine Anbetung. Das ist einfach ein Gebot von Gott, dass du am anbeten. Noch ein Ding, was mit Anbetung in Gott tut, ist, dass Gott ist würdig. Durch die ganze Bibel finden wir, dass Gott ist würdig, Gott ist dort wert, dass wir am anbeten. Und Gott gefällt dort, wenn wir am anbeten. Na, diese Weihnachtszeit, wenn wir denken an Anbeten, dann werden wir dann denken, dass Gott ist nicht eine Kochmaschine.
Weet je, wenn je eine Kochmaschine fängt, dann deed je een paar Centen an, dann dreht je am Knopf, dann kommt ein Kocher ut. Oder was immer je dann wollen trinken. Gott ist nicht so stot. Wir wollen nicht denken an Anbetung, dass wir wollen Gott, oder wir wollen am Gott loben und preisen von dir, dann wird er mir morgen was geben. Das ist nicht die Idee. Wir tun am Anbeten, wir loben und preisen an, wenn heißt dort wird, heißt Gott. Hij hat uns geraten, hij hat Jesus geschickt, und so Gott will angebetet sein. Ja, Jacob redet al van, aber wir haben uns Loge hier, Gott leben, Menschen dienen. Weet je, dat heeft met Anbetung zu tun. Gott leben hat mit Anbetung zu tun. Das kommt in mein Hart. Und ich liebe Gott mit meinem ganzen Leben. Und ich diene Menschen, wen ich liebe Gott. Das hat beides zu tun mit Anbetung. Und ich werde ein bisschen davon reden, ein bisschen lauter. Und so, wir wollen ein bisschen denken an Anbetung von dir. Wenn wir reden von Anbetung, oder wo wir Kirche haben und so weiter, das ist so ein Ding, was zwischen Kirchen große Verschiedenheiten gibt. Und einmal, das sind die Dinge, die Kirchen spielen und was für eine Musik haben. Oder wo Lied, oder haben Drums oder nicht, oder haben das oder jant. Und so, das sind Dinge, wo Menschen sich über sagen und über streiten, von wo da war Anbetung. Aber welche Anbetung ist nicht bloß, was wir hier tun, das ist uns ganzes Leben, really. Und so, da wollen wir von reden. Das hat nicht bloß mit Musik zu tun. Im Alten Testament, dort lebe ich die Anbetung Lied. Wenn ich die Psalms lese, von der Musik, was sie haben, ihre Symbolen, die reden nicht von Drums, Jessica, ihr scheint über die Drums. Ich frage am letzten Mal geboren, wie mit Drumsticks in der Hänge, aber ich glaube, er weiß nicht, er denkt er nicht. Und so, aber welche, die knallten Symbols, das ist ein, ich glaube, das sind so eine Schieven, was sie taubt haben, und das ist ein Lüdetje, knallt von sie, von so einer Dinge redet die Bibel, und von allen Hand Instrumenten, was sie hatten. Im Alten Testament, dort lebe ich in Anbetung Lied. Wenn wir später Neue Testament kommen, dann haben wir ungefähr nur von Anbetung, was sie in die Kirche deuten. Alles, was wir fingen, basically erst von 1. Korinther 14, da sagt Paulus, das soll in Ordnung sein, das soll nicht alle durcheinander sein und so eine Dinge. Wir in dieser Kirche, wir leben sehr und Dinge organisiert haben, und dass wir Dinge fahren oder reden, und dass das laut dreht und so weiter. Und so, ich glaube, Paulus lehrt, dass das soll sein, dass das soll nicht alle durcheinander sein und so weiter. Aber wir fingen wenig im Neuen Testament von Anbetung, von Spiel, das ist ein Ding, was sie mal gebraucht haben zum Sein, weil Spiel soll nicht in die Kirche sein, wenn die Bibel redet nicht von. Die Bibel redet bloß von, die soll in den Hort, so die Psalmen und jässelige Leute und spielen und singen in den Hort. Jemand sagt, letztes hat mal wem gefragt, der hat gesagt, das muss nicht mit Instrumenten und so weiter, das muss bloß ans Hort, und dann hat er gesagt, na dann Dummel. Dummel singen, spielen in den Hort, dann wissen wir mal, was das ist, wenn du in den Hort ist. Und weißt du, was in ans Hort ist, das kommt raus. Habt ihr mal gewusst? Die Bibel sagt, was in den Hort ist, steht den Müll Eva. Das ist, wo wir von reden. Das ist, wo wir singen. Das ist, wo wir spielen. Das ist, wo wir anbeten, wenn das in ans Hort. Und so, das geht taub. Wir wollen durch diese Feuerbotschaften, weil ich von das reden, wir wollen von Feuerdingen reden, wo wir anbeten. Mit unserem Henj, weil wir anbeten. Mit uns Hort, mit unseren Knien und mit unseren Guben. Das sind die Feuertimers für das nächste Feuerwerk. Von der wollen wir reden, von wir wollen anbeten mit unserem Henj. Bevor wir da nennen gehen, wollen wir ein klein bisschen von Worship, das englische Wort ist Worship, wo die dort haben und so eine Dinge steht. In Offenbarung 4, Vers 12 sagt es, die singen mit Lüderstimmen, also das redet von Himmel, durch eine Thronstufe Gottes, da werden die Engel, da werden die 24 Ältesten und so eine Dinge. Die singen mit Lüderstimmen, dort Lamm, dort gemerkt wie es dort wird. Das ist das Wort. Weet je, in Engelse Sprache, worship meint worship. Das Wort worth hat zu tun mit Wert. Das ist ein Wert, das ist dort würdig, wo wir auf die sein, das ist dort. Lamm, das dort gemerkt hat, es dort wird, Kraft, in Reichtum, in Weisheit, in Gewalt, in Ehe zu nehmen, in Geloofd, in Gedank zu werden. Und so du im Himmel, du hast Worship. Und so du hast dort Wort, du hast dort Wert, dass wir wollen Gott anbeten, wir wollen am loben und so weiter. Und du sind zwei Wörter in der Bibel, in der griechischen Sprache, wenn es kommt bei Anbetung. Das eine Wort, dort meint, ich bin mich leer, ich knäu mich durch, ich bin mich für wem wir gerade ist. Das sagt,
Das Wort kommt von den Chinesisch, wo ein Diner, sein Sklave, kommt für den Chinesisch, und er bicht sich leer, er knallt sich dool für den Chinesisch und sagt, hier zie ich, sei mir, was ich soll tun, und ich werde es gut tun. Das ist die Idee von das Wort. Und so, wie kommt für Gott, und wie wollen nicht von der oben, ein von diesen Botschaften, weil ich reden von unseren Knäues, und dass wir knäuen uns Stuhl, wir beten uns für Gott, und wir sein dient, und ich will die anbeten und so weiter. Das andere Wort, das hat zu tun mit Dein. Das Wort wird einmal in der Bibel sagt mit Anbetung und einmal mit Dein. Aber wenn ihr das jetzt bad weiß, erstens, wir geben uns Hand zu Gott, wir beten uns für an, wir knäuen uns für an, wir heben ihn ab, und dann sagen wir, nu gehe ich rüten, nu lebe ich für die. Und wenn ihr die bad Dinge hat zu tun mit Anbetung. Anbetung ist unsere Antwort zu Gott. Weil Gott hat gegeben. Gott hat die Jesus gegeben. Gott hat die Erlösung gegeben. Er hat die Sinn vergeben. Er nimmt die an, er hat den Himmel für die. Und Anbetung ist deine Antwort zu Gott. Und du das am Loben und Danken. Anbetung ist nicht zum von Gott schreien. Na, wie fragen Gott für nur Dinge, das ist auch nicht mit euch. Aber Anbetung ist zum am Loben, für was er die gegeben hat. Und so, er hat uns beschenkt. Weil die Wesen machen, sie kommen nur Bethlehem aus Jesus ist geboren, wir. Sie kommen da nicht hin und schneiden sich dohl in Prach, hatten Gott, nicht einfach mal den Messias. No, Gott hat gegeben und sie kommen anbeten. Und weil Gott hat die gegeben. Gott hat die Jesus gegeben. Er hat die Sinnenvergebung anbeten, wenn du den nicht hast, du kannst nur angehen. Er wird die vergeben, er verspricht dort. Und unsere Antwort ist Anbetung. Unsere Antwort ist Amen, Dankeschön sein, für was er uns gegeben hat. Und so, je doller wir verstehen, wo groß Gott ist, je doller wir verstehen, was Gott getan hat für uns, was seine Macht ist, seine Kraft, je doller beten wir ihm an. Aber wenn ihr zum Anbeten ut uns hört, dann musst du ein persönliches Verhältnis haben mit Jesus. Wo wirst du Gott anbeten, was du euch kannst? Oder wo wirst du Jesus loben, den du zu sehen schiffst? Und so, wir müssen ein persönliches Verhältnis haben mit Gott. Aber wenn wir erkennen, wer er ist, was er hat getan, ich denke, diese Werk, oder Ferienwerk vielleicht, auf eine Weihnachtsphase, oder wo sie ein Weihnachtsankers hatten, du redest, sie hat mich gefragt, nur reden. Und dann werde ich mal ein bisschen die Dinge von der Bibel, oder die Dinge von der Weihnachtsgeschichte rausheben, wo die Bibel nicht von redet. Und alle haben die Dinge von Josef und Maria erleben. Und wo wird es gewesen von einem jungen Mädel, du am Dorf, die rechnet auf ein Kind, und die sagt, weil das kommt von Heiliger Geist. Wer von uns würde leben, wenn hier so passiert im Dorf? Wir würden leben, die fehlen und Zentren zu führen. Aber du hast irgendwas arg mit dir. Und so, das sind all so eine Dinge, eine Weihnachtsgeschichte. Wir haben die Weihnachtsgeschichte weggemerkt. Wir haben den Schmack gemerkt mit Lichtern, mit Bäumen, mit Geschenken und Hundsbroten und so eine Dinge. Aber das wir nicht so dort von Anfang. Und dort wir, Jesus wird geboren in einer sehr hohen Welt, in einer politischen hohen Welt. Das ganz erste Ding, was passiert, nur seine Geburt werden, dass die Kinder in Bethlehem werden dort gemerkt. Was glaubt ihr, die Mama ist dort über Weihnachten? Und so, Jesus kam auf diese Welt, eine sehr hohe Welt. Und so, wir wollen am Anbeten. Und wenn wir erkennen, wer er ist, und wie groß er ist, und so weiter, dann werden wir am Anbeten. Vielleicht denkst du so, weil wer sie ich zum Anbeten. Ich bin so ein schweinischer Mensch, oder ich da alle Dinge, die nicht reich sind, und so weiter. Ich will gut, aber dann durch doch war und so weiter. Vielleicht hat uns so ein bisschen das Paulus-Schriften Römer 7, die Dinge, die ich nicht will, die durch, und die, die ich will, die durch nicht, und so weiter. Vielleicht hat die dazu stehen. Und du denkst so, wer sie ich zum Anbeten? Weil Paulus redet von das in Römer 8, 26, er sagt, in Grund so halt der Geist uns in unsere Schwachheit, willst wir weiten nicht einmal, wo wir so reich beten sollen, aber der Geist betet für uns mit so einer Gefühl, dass wir nicht wir dafür haben. Weißt du, was da passiert? Wenn du in Christus bist, ich habe ein paar in der Ferien Botschaften, 2 Botschaften rede ich von in Christus. Weißt du, Schwester, das ganze Thema von in Christus, das ist so wichtig, dass ihr das verstehen. Even für das. Weißt du bist Gott würdig, zum Gott anbeten. Ich sehe auch nicht. Keiner von uns ist würdig, zum Gott anbeten. Aber weißt du, wer du ist? Jesus ist. Und der steht an für die. Und der wird für die anbeten. Und der Heilige Geist, sagt Paulus, der betet für uns mit wieder, was wir nicht mal verstehen können. Oder was wir nicht mal weiten. Und so, wenn du dich nicht würdig fühlst, Gott anzubeten,
und du hast Jesus, du bist in Christus Jesus, merkt die würdig. Weil du kommst vor Gott mit einer reinen Tat. Die Bibel sagt, du bist rein gemerkt, du bist heilig gemerkt, du bist schuldfrei gemerkt, deine Sinne sind vergift. Und so kommst du vor Gott. Aber das, was wir in Christus haben. Und so, Jesus merkt unsere Anbetung würdig. Anbeten mit unser Henj. Ich will Ihnen some Ideas geben oder some Dinge von reden von Anbeten mit unser Henj. Deine Henj, wie viel wert sind die denn? Weißt du, mal die Bad hängen am Regen Tag bringen und dann leben mal der Werkstatt. Das wird nicht so gut schaffen, würde. Und so unsere Hänge sind ein Bild, oder die repräsentieren, das ist ein Symbol in der Bibel für Dinge. Ein Ding, was deine Hänge repräsentieren, ist deine Kraft, deine Macht. Deine Hänge, die repräsentieren, wer du bist, oder ich kann nicht Salz, ich will das Salz tun, ich brauche keine Halb, ich ziehe Salzkraut. Das ist ein Ding, wo er sagt, dass meine Hänge, die wollen für mich schaffen. Meine Hänge wollen das Salz tun. Die Bibel sagt zum Beispiel so eine Dinge, dass die Schöpfung ist gemerkt durch die Kraft von deinen Hängen. Das wird von Gott reden. Aber wie weit Gott redet. Aber das ist ein Bild von mit Gott seine Kraft. Und so, wenn er redet von Gott seine Hänge, dann redet von seiner Kraft und seiner Macht und so weiter. Die Bibel redet von Rat uns mit deiner rechten Hand. Das wird Israel betet zu Gott und so weiter. Und so, das hat zu tun mit seiner Kraft und mit seiner Macht. Noch ein Ding, was Hänge repräsentieren in der Bibel, ist uns Leben. Deine Hänge, check mal an deine Hänge, das ist dein Leben. Mit deinen Hängen schaffst du. Mit deinen Hängen haltst du Menschen. Mit deinen Hängen sehnst du Menschen. Und weißt du, wie dann einmal links und weg fahren, dann begehen wir wem, dann schlagen wir Hand. Hast du das einmal getan? Wo wollen die das? Mir fällt das weg bei, dass meine Großpapa, der ist so lange dort, aber dass der lebt, wenn die irgendwen begehen, wem die kann, der braucht die ganze Cab. Like, wenn du da mitwirst, sind ihm gesagt, aber so die schlug mit der Hand, nicht? Die schlug mit der Hand, actually. Und so, aber wohin die das? Die sind ein Freund und dann werfen die mit der Hand, weißt du wohin? Wenn die kann nicht Hand zum Hand rühren. Dann werfen die mit der Hand, die sagen, hey, Freund, gleich die, oder was immer. Aber unsere Hänge, wir sehnen mit unseren Hängen. Wir leihen unsere Hänge ab Kranken, dann beten wir. Und weißt du, das ist eine Kraft in Hängen ableihen. Das ist eine ganze Lehre von der dieses abpassen, wer ab die Hänge ableicht, wenn das eine Kraft bist. Und ich glaube dann beten. Aber weißt du, wir leihen einmal Hänge ab. Jesus, wir sagen erst nicht eine Leute, das hatte ich euch auch gemerkt, aber wir sagen, dass du hast meine Heilung in deine Hänge. Oben gekriegt, als ich die Hänge ablehne. Und so unsere Hänge. Die repräsentieren uns Leben, die wir sehen mit dir. Und deine Kinder. Ich lerne, dass Papa seine Hand ist zu mir in den Kopf geben. Dass Papa seine Hand oder seine Füße ist, für das ich Angst habe. Das sollen unsere Kinder niemals lernen. Aber so, die Kinder können boven satten sozusagen. Du hast es safe, du hast es sicher, bei Papa seine Hände. Und so, die Bibel redet von Hängen abheben. Und ich will von dir mit reden von Hängen abheben. Die Bibel gibt uns zwei Ursachen, wohin wir Hängen abheben. Ein Ding ist, wir heben Hängen ab, wenn wir prachen. Wir heben Hängen ab, wenn uns fehlt es und halb. Und wir schrien zu Gott und wir sagen, wo bist du? Mir fehlt das, oder ich sehe eine Eng. Und so weiter. Und wir wollen some Versen sein, wo die Bibel redet von das, von unser Hängen abheben. Junge kleine Kinder. Some von Jungen hat kleine Kinder. Und die können vielleicht groß gehen. Und die kommen nach Daddy und die heben die Hänge ab. Weißt du, wo wir? Die wollen genommen sein. Die wollen was haben von die wollen die Lutsch haben oder was immer. Ans grote Filter kann je mal eine Lutsch. Aber weißt du, wir heben unsere Hänge ab, nur ans himmlische Futter, wenn uns fehlt das Unwort. Deine Kinder heben die Hänge ab. Habe ich mal bei einem Traffic-Licht stillgehalten hier in Mexiko? Und dann kommt ein kleines Kind, meistens ein Tarahumara-Kind, und du als dein Kind, vielleicht bist du in Trouble, vielleicht bist du krank, oder du hast andere Troubles im Leben. Du kannst deine Hänge abheben an Gott und du kannst sagen, Vater, hier sehe ich, halt mich. Und so, wir finden viele Beispiele in der Bibel von dort.
Hij zegt, ik roep en je naar zijn kinderen. Wat je het dat als ouderen, wanneer je kinderen uitstrijken, als je heng uitstrijken naar je kinderen, en die wil niks van die weten. En weet je, wanneer die klein zijn, dan is het nog niet zo, bij dem zijn die teenagers, en dan bij iemand dan is het anders. Maar weet je, God zegt zu zijn volk, ik strijk mijn hand uit naar jullie, en je hoort niet. Hiob zegt, aber strijk door. So, zonder wat im Leben, im Wrack, meist ungeschert ist, streicht er nicht die Hand uit und raubt einer nicht, wenn einer eng ist. Und Hiob wie eng. Hiob sollte eine Arsch mit Schlemsen, sein Körper, sein Habengott wie Fuß, seine Kinder hatten sie alle begruft, alles wie weich, wie weit in die Geschichte von Hiob. Und Hiob sagt, wenn wir in so einer Lehre sind, wir sind sozusagen ungeschert in das Garbage von dieser Welt, dann streichen wir unsere Hänge uit. En weet je, die kinderen, wanneer die in angst zijn, oder die zijn in trouble, die strijken de hang uit naar die allerhöchste op toe. En zo de psalmist zegt, wanneer ik nog genoeg brauche, en ik hef mijn hang op naar God, hear me. En weet je, lied, we zijn alle hier vast. Wo wir in eng sind ans in het leven. En we hebben onze hang op, vielleicht bist du von der door, deze Weihnachtszeit ist einmal eine einsame Zeit, vielleicht sind Leute gestorben und so weiter, und du bist an eng, du fällst nur deine Hang ab, und Gott, und fragen Gott, wo bist du? Hier sehe ich. Und weet je, wie kann das mit Recht tun? Und die Bibel redet davon, dass wir sollen das tun. Noch in denk, hang die reden von was Ende ist. Psalm 143, Vers 6 sagt, ich streik meine Hang uit naar die, meine Seil darst naar die, so es een uitgedreht lohnt. Nou, dat beeld is hier, dat wanneer een uitgedreht lohnt, darst naar woeta. En zo darst meine Seil naar die. En ik geef meine Hang op naar God. En ik vraag, help me voor dat. Hier zie ik. En weet je, dat is een verreg wat we hebben. Ook wanneer je veel beden, wo ik niet horchen. Wo wenig? Wenn die Schuld, wat je op een hang haben, wat je gezegd onze hang, die repräsentieren ons leven. En God zegt zu Israel, weet je wat, wenn je een hang opheven aan mij? Paulus zegt dit in 1 Timotheus 2, Vers 8. Wat ik nu haben wil, moet je dat. Hij zegt niet, dit is een gerei die Ehre, vielleicht soll je dat doen. Hij zegt, dit is wat ik wil hebben. Als dat die Mondslied, dit wordt Mondslied. Mensheid, eenmaal meint dat een man met een boord, met muscles, wat er niet smilen kan en zo'n dingen. Dit is een man hier, oké? Zo some van jullie zijn. Dit woord in Griechisch is einfach een man. Zo hij zegt, en twijfel im hart hebben. En zo Paulus zegt hier, ik wil aan je mannen. Jullie hang representeren die macht, die representeren die leven. En wie als mannen, wie zullen kan heilige hang abheben. Weet je wat heilige hang zijn? Dat zijn te zien gezade hang voor God. Nou weet je, dat heeft je te doen met het hart. Ik weet, het gaat somewhere zijn, oh dat meint niet really dat we zullen onze hang abheben. Ja, dat. We zullen onze hang abheben. Nou dat meint dat zal uit die hart komen. Hang abheben alleen halt niet. Maar wat het van hier van redt, is dat die leven, die hart, die woorden, en die kracht, die zelfswillen en zo weer. Dat heb ik op naar God. Wanneer ik dat bruk voor God, en ik bruk mijn leven voor God, en ik schaf voor hem, en ik de andere zenen voor hem, ik bruk mijn hang te mensen zenen, en te God loven en prijzen. Dat is wat God wil hebben, dat is heel je hang opheven voor God. En zo we heven onze hang op voor hem. Nog een ding, wat de Bibel van redt, is dat we heven onze hang op, en we danken God. Eenmaal heven we onze hang op, en ons fehlt het aan hulp. Nächstes Mal heben wir unsere Hände ab, wenn wir loben und wir preisen. Wir finden ja nicht im Tempel, aber das Gebiet habe ich gewählt, um den Herrn anbeten, das ist hauptsächlich, wo wir das zu brücken, zum am Loben und Preisen. Hier ist eine feine Stadt. Ich will die loben, solange ich lebe, und in die Namen, wo ich meine Hände abheben. In die Namen, wo ich meine Hände abheben. Für was? Wenn mir fehlt das an Halb. In wem was? Wenn ich will die loben und preisen. Einmal, wenn wir hier sehen, some von jullie hebben hang up, en weet je, dat is wat goed is. De Bibel, dat zijn dat we zullen. Paulus zegt, ik wil aan de mannen zo. Nou weet je, wie mannen zijn niet zo emotioneel, niet? Ik kan je mal even spoes gezegd, dat we ons in onze cultuur,
wie kan dem Herrn loven en prijzen met een dollet gezegd en een stieve charpa. Dat is een goed wat we hebben. En zo besonders wie mana had deze goed. En zo de Bijbel zegt, mana, ik wil aan je zal heel je hang opheven. Je zal kan hang opheven wat er zijn, deze hang die schaffen voor dem Herrn. Die loven dem Herrn. En zo dat is de idee hier. Heeft je een hang op. Nou, zoals ik al zei, in het Oude Testament, door we veel hang opheven, door we in verschillende dingen, door we een hang klotsen, allerhand dingen. Mij is het interessant, ik dacht deze week aan, dat wanneer we beden, je leren jullie kinderen zeer waarschijnlijk, dat wanneer ze beden, zullen ze de hang opvoeden, doe je niet? En ze zullen er de uwen toe meer. Hoe ga je dat her? Van de Bijbel ga je dat niet. En weet je, dat is interessant, dat die dingen wat de Bijbel van redt, zoals hang opheven en hang klotsen en jochen voor hem Herrn en dansen, al je nevenig, maar dat zijn dingen die hebben we oft gezegd in de kerk. Aber hang opvoeden en uwen te merken, dat is ons meest gesetzlich en door de Bijbel hebben we van het andere zegt de Bijbel alles, dat we dat zullen doen. Maar ik zei het niet im Kerken doorstapelen. En ik zei het ook niet dat er wat met aardig is, want jullie hang opvoeden in de uwen te merken. Dat is niet mijn punt. Mijn punt is dat het mij interessant, wo we eenmaal die dingen waar de Bijbel van redt, die hebben we meestal aufgezegd, en die dingen waar de niet van redt, dat zijn gezegd geworden. En weet je, de Bijbel redt van hang opheven, van hang klotsen, en zo'n dingen, eerst als we zingen, vielleicht waren je hier nie bestens weer, en we hebben een leid vorig, en een klotsch van de hang, en wonders ook gewoond over dat, klotsch wie voor het worship team, zo goeds die zaten weer, eenmaal barat en van we doen, maar dat is niet gewoon wie klotschen. Vielleicht hier wat een worship team zijn, die dachten, we doen het voor maar we doen niet. We doen dat, wenn we loven en prijzen God voor wat hij groot gezongen heeft, voor wie hij is. Dat is gewoon wie klotschen. En zo, waar we klotschen, verleider, maar waar we zeggen, God, ik dank die. De Bijbel redt van, wie zullen uit vrijheid aan zich heen klotschen. Wie zullen jochen ter dem Herrn. Nou, wir jochen nicht für an sich Zeug. Aber die Bibel ist erst nicht mehr aardig, wenn wir würden. Na, Paulus sagt, soll ehrlich dahergehen und so weiter. Aber, weet je, das sind Dinge, wo die Bibel von redet. Er sagt, so steht, klatscht mit der Hang, alle fällt ja, jocht uit Freiheit an unseren Gott. Beides verboten in der Zeug. Und so, das ist mir interessant. Was wir uns gewählt haben zu tun in Aunbäden und was nicht. Und einige von den Dingen sind nicht mal biblisch. Und er sagte, zoals ik al zei, wat ik nu hebben wil, is dat de mondslied, waar zij zijn, beden, zij zullen heel je hang opheven kunnen. En zo ik wil ons moed merken, als kerk, als gelovige en als mannen, nou, we willen euch immer staan en hang opheven, en zo'n dingen, maar wie als mannen, wie zullen kunnen heel je hang opheven. Dat is wat God van die wil. Zoals du thuis leefst, zoals du bij die arbeid leefst, zoals du die business runt, du sollst kan heel je hang opheven en zeggen, God, hier zie ik, mij fehlt het aan die, ik loof en ik prijs die, voor wie du bist. En zo God wil gaan, we zullen heel je hang opheven. Maar Jezus zegt, dat hij zegt, we zijn, hij zegt zo dit, God is geest, en die hem aanbeden, moeten aan hem geest en de woordheid aanbeden. Nou weet je, Jezus zei dit im Jenseits van de tempelaanbeding. Wenn de Samaritische vroeg hem, wo soll ich aanbeden? Op das Boy oder in Jeruzalem? Wo ist reich? En Jezus zei, weet je wat? De tijd komt, wo wir Gott im Geist en de woordheid worden aanbeden. Wat hij meint is dat het van die hart komt, dat kan door zijn wo du was, aber dat moet uit die hart komen, dat zal een woordheid zijn. Maar ik mijn hang ophef, nur God. En mijn hang zijn schwinsch, dan leer ik zie een heichler, Steven deed laatst van heichelen. Aber wanneer ik mijn hang kan opheven naar God en zeggen, hier zie ik, help me, ik loof en ik prijs die. En mijn hang zijn rein, dat eert God. Dat is wat God wil gaan. Hij deed het je beiden. Hij wil gaan, wie zullen dat doen. En zo, waar we ons leren, dat onze hang, die representeren onze kracht en die representeren ons leven. En zo, wanneer we onze hang opheven naar God, dan heb ik mijn kracht op naar arm en ik zeg, ik zie nu, de kracht die heeft die, du bist God, en ik doe hem loven en prijzen voor wat hij mij gegeven heeft. En ik geef hem mijn leven. Waar we God aanbeden, de wijzen komen van weit niet waar,
Jesus aanbeden. Waar we am aanbeden. Waar we am aanbeden met hang opheven. Waar we am aanbeden met knooien, met klatschen, met jochen, wenn es van je sputen zijn. En zo waar we am aanbeden. Aber Tim am aanbeden uit een hart, dan brücken wir ein Verhältnis mit ihm. Kennst du Jesus? Kannst du einfach deine Hände abheben und Gott und sagen, ich sehe dein Kind, hier sieg? Oder wirst du sagen, weil ich kann nicht wirklich ein Verhältnis mit Gott. Für Gott habe ich Angst. Und weißt du, das ist mir so schuld, dass in unserer Kultur, in unserer mennonitischen Kultur, du hast Gott in Dollar führen, nur wem du nicht deine Hände abheben lässt. Das ist so schuld. Wenn Gott sagt, ich streite meine Hände uit naar junt, ich will junt halten. Wil je opstaan? Ich würde fragen, wer wollen sie Hände abheben zum Gebet? Hier ist meine Macht, Vater. Hier ist meine Kraft. Hier ist mein Leben. Ich will heel die Hände abheben nach dir. Und Herr, wenn meine Hände nicht rein sind, dann frage ich nu in Jesus' Namen, wirst du die rein machen. Vergib mich, halt mich, dass meine Hände worden rein sind. Und dass ich kann heel die Hände abheben nach dir. Wir danken dir in Jesus' Namen. Wir danken dir, Herr, für wer du bist. Wir danken dir, dass du bist gekommen. Du hast uns erlöst. Du hast unseren Sinn vergeben. Du hast uns angenommen als deine Kinder. Und wir wollen uns der Wesen machen. Wir wollen kommen, um dich anbeten. Dankeschön für deine Liebe. In Jesus' Namen. Amen. Amen. Wir beschließen mit ein Weihnachtslied alle taub. Sign to you, a baby born in Bethlehem. Come and worship, do not be afraid. A company of angels, glory in the highest, and on the earth peace among those whom
Dinge getan für mich. Amen. Dankeschön für Ihr Senden. Mag Gott ihn segnen. Wenn Ihr Gebet fehlt, der beantwortet, kommt hier nachher. Wir wollen für ihn beten. Aber Gottes Segen, hat einen guten Tag. Und wir wollen sie hängen für den Herrn. So wie ihr nächstes Mal.